Ja, hallo. Jetzt möchte ich euch gern die Griffweisen zeigen, die ihr in diesem Modul, in diesem Kurs kennenlernen sollt. Wir fangen mit dem einhändigen Schwert an. Das einhändige Schwert wird logischerweise nur mit einer Hand gegriffen. Die Rechtshänder werden es mit der rechten Hand greifen. Um die Waffe richtig zu greifen, habe ich verschiedene Übungen. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr versteht, dass eigentlich die zwei Finger, also Mittelfinger und Ringfinger, die Waffe richtig halten. Der kleine Finger unterstützt noch. Zusätzlich ist es wichtig, wenn ihr die Waffe das erste Mal in die Hand nehmt, dass ihr euch vorstellt, dass ihr von oben auf das Schwert drauf fasst, sodass die kurze Schneide in Verlängerung, also der Rücken des Griffes, würde man jetzt beim Säbel sagen. Das Schwert ist aber symmetrisch, deshalb ist es schwierig, einen Rücken zu finden. Dass der Rücken des Griffes richtig hier ins Fleisch geht. Ihr seht das hier, wo euer Daumenknochen endet, euer Daumengelenk ist. Hier unten habt ihr Fleisch und das muss richtig aufsitzen. Ihr könnt euch das auch so merken, dass ihr hier unten so eine kleine Linie in der Handfläche drin habt, in der Handinnenfläche. Und in dieser Linie liegt quasi die kurze Schneide auf. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr möglichst nah am Knauf die Waffe haltet. Die meisten Schwerter haben sehr kurze Griffe in der Zeit, weil sie für den Hau und den Stich optimiert sind. Und die beste Hauwirkung bekommt ihr durch die Rotation der Waffe am Ende, wenn ihr nah am Knauf anfasst. Das heißt, die Waffe wird jetzt von euch gehalten durch hauptsächlich die letzten 3 Finger. Der kleine Finger ist dabei aber ziemlich locker, wie ihr hier sehen könnt. Und um zu schauen, ob ihr die Waffe richtig haltet, gibt es jetzt verschiedene kleine Tests oder Übungen. Das nennt man übrigens den Standardgriff. Und bei diesem Standardgriff könnt ihr zum einen testen, ob die Waffe wirklich richtig in der Hand liegt, indem ihr einfach mal Daumen und Zeigefinger loslasst. Das ist Variante 1. Und Variante 2 ist mit Daumen und Zeigefinger drauf zu bleiben und die anderen 3 Finger wegzunehmen, sodass die Waffe wirklich schön in der Hand aufliegt. Dann braucht ihr wirklich wenig Kraft. Und dann könnt ihr das einfach mal flüssig wechseln. 1, 2, 1, 2. Das ist euer Standardgriff, wie ihr das Schwert haltet, wenn ihr zum Beispiel in Fechtstellung seid. Wichtig ist dieser Griff eben auch, damit ihr schön locker sein könnt. Denn die Waffe sitzt durch diese Winkel und durch diesen Hebel in der Hand von ganz allein drin. Ihr braucht euch gar nicht anspannen. Ihr könnt das sehr schön sehen, wenn ihr mal mit einem T-Shirt trainiert und bei euch selbst und eurem Trainingspartner darauf achtet, ob die Unterarmmuskulatur angespannt ist oder nicht. Denn wenn ihr die Waffe locker haltet, einfach in Fechtstellung, bevor ein Kampf beginnt, dann sollte die Unterarmmuskulatur möglichst entspannt sein. Gut, das ist also der Standardgriff. Wichtig, worauf müssen wir achten, was sollten wir auf gar keinen Fall machen? Was wir nicht machen sollten, ist den Daumen auf den Griffrücken legen. Das hat verschiedene Gründe. Es gibt zwar auch Techniken, besondere, wo man das haben möchte, aber es hat eben sehr viele Nachteile. Ein Nachteil, den beschreibt ein Säbelfechtmeister im 19. Jahrhundert sehr schön: Wenn man versetzen, also verteidigen oder parieren muss, kann das Daumengelenk geschädigt werden und zum anderen wird der Griff gelöst. Ihr seht das auch schon, dass die komplette Innenfläche der Hand frei ist. Das heißt, gibt man Druck auf diese Seite, verliert man die Struktur im Griff. Das heißt, man kann die Waffe auch verlieren oder entwaffnet werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn ihr zustoßen wollt, ist es sehr schmerzhaft, wenn ihr auf Widerstand kommt, wenn euer Daumen Richtung Kreuzstange ausgerichtet ist. Wenn ihr einen wuchtigen Stoß macht und auf Widerstand stößt, womit in der Regel zu rechnen ist, da wir uns ja in einem sportlichen Bereich befinden, dass die Klinge sich zwar anfängt zu biegen, wir aber trotzdem einen starken Widerstand hier haben. Das kann sehr schmerzhaft sein, da das Fleisch zwischen Haut und Daumenknochen doch recht gering ist und ihr könnt da schwere Verletzungen von tragen. Also gewöhnt euch an, den Daumen leicht auf der Innenseite zu haben. Das ist der erste Griff, euer Standardgriff. Mit diesem Griff werden alle Standard-Hauübungen gemacht.